Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Ships of Azur Lane. Als erstes wollte ich mich für euer Feedback danken. Die erste Folge ging da wirklich recht gut ab. Außerdem habe ich euch gefragt, welches Schiff ihr denn als nächstes sehen wollt. Und viele von euch, sehr viele Leute, haben für die Bismarck gestimmt. Darum, meine Damen und Herren, reden wir heute über die Königin der 7 Weltmeere, den Stolz einer Nation. Wir reden über ein Biest aus Stahl, den Terror der Meere. Heute reden wir über das Schlachtschiff Bismarck. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von Ships of Azur Lane. Und wie auch schon beim letzten Mal, fangen wir auch heute wieder mit der Geschichte des Schiffes an. Die KMS Bismarck ist das erste von 2 Schiffen und bildet mit dem Schwesterschiff Tirpitz die Bismarck-Klasse. Da sie das erste von diesen beiden Schiffen ist, wurde natürlich auch die Klasse nach ihr benannt. Das Schiff an sich wurde nach dem großen Otto von Bismarck benannt. Und außerdem diente die Bismarck im Zweiten Weltkrieg unter der deutschen Kriegsmarine. Der Baubeginn dieses Schiffes startete am 2. November 1936 und der Stapellauf des Rumpfes fand 3 Jahre später am 14. Februar 1939 bei der Werft von Blohm und Voss in Hamburg statt. Das Design der Bismarck orientierte sich an dem damals modernsten französischen Schlachtschiff Dunkirk. Und die Bismarck an sich zählte daher auch zu einem der stärksten und mächtigsten und modernsten Schlachtschiffen dieser Zeit. Der Admiral dieses Schiffes war Ernst Lindemann, der später auch mit diesem Schiff unterging, aber dazu später mehr. Nachdem die Bismarck dann komplett fertiggestellt wurde und alles bereit war, nahm sie im Mai 1941 an der Operation Rheinübung teil. Hier wurde sie mit dem schweren Kreuzer Prinz Eugen in den Atlantik entsendet, um gesicherte Gleitzüge anzugreifen. Wenn ihr hier mehr über die Prinz Eugen erfahren wollt, dann schaut gerne mal in die Beschreibung, hier findet ihr mein Video über die Prinz Eugen, also gerne mal abchecken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dabei wurde entschieden, den Durchbruch zum Atlantik durch die Dänemarkstraße zu wagen. Doch dabei wurden sie von britischen Spitfires erfasst. Und das britische Kommando entsendete die beiden Schlachtschiffe Hood und Prince of Wales, um sie davon abzuhalten. Bei dem Gefecht in der Dänemarkstraße trafen die beiden deutschen Schiffe zuerst auf die HMS Suffolk und die HMS Norfolk, wobei diese von der Bismarck unter Beschuss genommen wurden und die Kreuzer danach wieder verschwanden. Hier wurde jedoch das Radar der Bismarck durch die eigenen Druckwellen der Geschütze beschädigt und die Prinz Eugen übernahm daraufhin die Führung. Am nächsten Tag, am 24. Mai 1941, trafen die beiden deutschen Schiffe dann auf die Hood und die Prince of Wales, wobei die Hood, der Stolz der britischen Navy, sank und die Prince of Wales stark beschädigt wurde und deshalb abdrehte. Die Prinz Eugen wurde dabei nicht getroffen und nicht beschädigt und die Bismarck musste 3 Treffer erhalten. Durch eindringendes Wasser und Beschädigungen an den Ölbunkern, wobei eine Ölspur im Meer entstand, sollte die Bismarck zum nächsten Hafen abdrehen und somit war der Handelskrieg für sie vorbei. Die Prinz Eugen wurde daraufhin in den Atlantik entlassen. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Bismarck von der gesamten Royal Navy gejagt und alle verfügbaren Schiffe wurden auf sie angesetzt. Anfangs wurde sie von den Doppeldeckern der HMS Victorious angegriffen, wobei der Angriff hier aber erfolglos blieb. Hier schüttelte die Bismarck ihre Verfolger für einige Zeit ab, bis sie am 25. Mai wieder von den Briten lokalisiert wurde. Am 26. Mai gelang es einigen Fairey Swordfish Doppeldeckerbombern, die von dem Flugzeugträger Ark Royal aufstiegen, die Ruderanlage am Heck der Bismarck stark zu beschädigen. Ab diesem Zeitpunkt war die Bismarck bewegungsunfähig und konnte nur noch Kreise fahren. Am 27. Mai 1941 fand nun das letzte Gefecht der Bismarck statt. Und nun trafen die Hauptstreitkräfte der Royal Navy auf dieses Schiff. Hier feuerten die HMS King George V., die HMS Rodney, die HMS Edinburgh sowie später auch die HMS Dorsetshire, Entschuldigung für die Aussprache, auf die Bismarck, nachdem sie von der HMS Norfolk wiederentdeckt wurde. Während dieses blutigen Gefechts wurde das Schiff von der eigenen Besatzung versenkt. Etwa 1000 Kilometer westlich von Brest sank nun die Bismarck, der Stolz der deutschen Kriegsmarine, und ließ einen Trümmerhaufen sowie einige Überlebende zurück. Von den über 2200 Mann starken Crew kamen um die 2104 Mann ums Leben und einige wenige wurden von britischen Schiffen gerettet. Auch ging der Admiral der Bismarck, Ernst Lindemann, mit seinem Schiff unter. Diese 9 Tage, in denen die Bismarck die Meere in Angst und Schrecken versetzte, machten das Schiff weltberühmt. Und das ist es bis heute. Das Wrack wurde 1989 wiederentdeckt und liegt bis heute auf dem Grund des Meeres. Und das, meine Freunde, war die spannende Geschichte der KMS Bismarck, der Herrscherin der Meere. Kommen wir also zum nächsten Teil.
dem Design und dem Charakter der Bismarck im Azur Lane-Universum. Im Azur Lane-Universum ist die Bismarck ein Teil von dem Ironblood-Imperium. Von diesem ist sie auch die Anführerin und sie repräsentiert diese. Die Bismarck ist eine große Frau mit langen blonden Haaren, die nach hinten zurückfallen, und sie besitzt blaue Augen. Sie gilt also als Vorzeigefrau im Ironblood-Imperium. Sie trägt eine schwarze Offiziersmütze der Kriegsmarine und an der Seite kann man die schwarz-weiß-rote Flagge des Kaiserreichs erkennen. Und an der Front der Mütze kann man noch einen goldenen Reichsadler sehen. Ihre Uniform ist ebenfalls in schwarz gehalten. Sie hat einen hohen Kragen und über ihre gesamte Uniform sind kleine goldene Bänder verteilt. Insgesamt sind hier viele rot-weiß-goldene Farbelemente gesetzt. Hier kann man ebenfalls einen kleinen silbernen Reichsadler sehen und rechts daneben kann man das Wappen der Bismarck sehen. Dieses Wappen wurde ebenfalls bei der echten Bismarck benutzt. Wenn man genau hinsieht, kann man dies an der Front des Rumpfes beim Stapellauf sehen. Hier haben wir also wieder ein schönes kleines historisches Detail. Außerdem trägt sie einen langen schwarzen Mantel, der am Nacken mit weißem Fell bestückt ist. Die Innenseite von diesem ist dabei rot. Ihre Ärmel haben ebenfalls goldenrote Elemente mit goldenen Knöpfen und sie trägt weiße Handschuhe. Außerdem trägt sie lange schwarze Strümpfe, die ebenfalls mit weißem Fell versehen sind. Und sie trägt schwarze Schuhe mit silbernen Elementen und hohen Absätzen, die eine rote Farbe haben. Sie hält ein Zepter mit der Ironblood-Flagge in den Händen und ihre Gestütztürme sind wie bei vielen anderen Ironblood-Schiffen auch an Haien inspiriert. Das heißt, sie kann zubeißen, hat aber auch eine große Menge an Feuerkraft. Von ihrer Person weiß man nicht allzu viel. Immerhin hatte sie nur 5 Sekunden Screentime im Anime. Das ist wahrscheinlich auch das, was mich und die meisten Leute am Anime gestört haben. Doch trotzdem ist sie eine erfahrene Kämpferin, eine gute Strategin, die Anführerin von Ironblood und eine Frau, die Wert auf Tradition und Kultur legt. Sie ist aber auch eine etwas ruhigere Person, das heißt keine nervigere, die gerne mal rumschreit. Ihr höchstes Ziel ist es dabei, das Ironblood-Imperium zum Sieg zu führen. Und ja, mehr kann man glaube ich jetzt nicht zum Charakter sagen. Schauen wir uns nun also die Ingame-Stats zur Bismarck im Spiel an. Die Bismarck ist im Spiel eine Super Rare und hat die wohl längste Bauzeit überhaupt. Die Bauzeit beträgt bei ihr, wie auch bei dem Schwesterschiff Tirpitz, ganze 6 Stunden. Das heißt, wenn ihr ein Schiff habt, das so lange braucht, dann habt ihr zu 100% eines dieser beiden Schiffe. Kommt natürlich aber auch auf das Event an. Sie hat eine HP von 7529 auf Stufe 100, ihre Firepower beträgt 387, Anti-Air hat sie 181, den Speed hat sie 21, Nachladegeschwindigkeit hat sie 133. Alles auf Stufe 100. Sie hat mehrere Skills. Der erste dabei heißt Wahrheit oder im Englischen The Truth, welches den Schaden der sekundären Waffen um 35% erhöht. Als zweites haben wir Unwavering Strength. Hier wird der Schaden von KMS Ironblood Schiffen um 10% erhöht. Und wenn sie ihre Hauptwaffe schießt, besteht eine 40%ige Chance, eine spezielle Salve zu verschießen. Das ist der Fall, wenn sie als Flaggschiff eingesetzt wird. Der dritte Skill heißt hier Will of the Ironblood, welches eigentlich nur den Ironblood Schiffen im Team einen speziellen Boost gibt. Und an sich waren das auch ungefähr die Infos, die man im Spiel über die Bismarck kennen sollte. Und damit sind wir fertig mit der zweiten Folge von Ships of Azur Lane. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einer positiven Bewertung und abonniert den Kanal für mehr Azur Lane und Anime-Content. Außerdem schreibt ihr mir gerne eure Meinung und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, sowie welches Schiff ihr gerne in der nächsten Episode sehen wollt. Was ich noch dazu sagen wollte ist, dass ich natürlich kein Historiker bin und wenn sich Fehler in den historischen Teil einschleichen sollten oder in einen der beiden anderen Teile, dann verbessert mich doch sehr gerne in den Kommentaren. Dann kann ich das mal in einen der nächsten Videos verbessern. Genau, ich werde weiterhin mein Bestes geben und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen sowie für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao, Leute.